Wie finde ich heraus, ob mein Exportvorhaben gesetzlichen Beschränkungen unterliegt? Wie kann ich das einfach und systematisch prüfen? Willkommen zu unserem zweiten Teil in unserer Exportkontrollserie. Heute schauen wir uns eine konkrete Methode an, mit der du feststellen kannst, ob und welche Exportkontrollgesetze du bei deinem Exportvorgang beachten musst. Ich präsentiere die 4 Fragen der Exportkontrolle. Noch ein schneller rechtlicher Hinweis. Ich bin Juristin und mache seit 15 Jahren Exportkontrolle. Das hier sind aber ausschließlich Tipps. Wir betrachten nur Exportkontrolle im engeren Sinne und einige Elemente wurden mit KI erstellt. Okay, hier sind sie. Die 4 Fragen der Exportkontrolle. Wer sind die Vertragspartner? Welche Länder sind beteiligt? Was wird exportiert? Welche Verwendung haben meine Güter? Mit diesen 4 Fragen gehst du systematisch wie bei einer Checkliste durch, ob dein Exportvorhaben gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die Reihenfolge ist entscheidend. Wenn in Frage 1 bereits ein Verbot auftritt, zum Beispiel weil der Vertragspartner für deine Stricksockenlieferung seitens der EU mit Bereitstellungsverboten belegt ist, musst du die nächsten Fragen gar nicht mehr beantworten. Um alles etwas griffiger zu erklären, nehme ich jetzt ein fiktives Beispiel. Ich bin ein deutsches Unternehmen und stelle Skianzüge her. Jetzt kommt eine E-Mail. Anfrage für 100 Premium Skianzüge. Angefragt von der Ski Unlimited Limited in Nordkorea. Darf ich das machen? Das schauen wir uns jetzt an. Los geht's mit der ersten Frage. Wer sind die Vertragspartner? Ihr müsst prüfen, ist mein potenzieller Vertragspartner auf einer Sanktionsliste gelistet. Jetzt kommen wir direkt zu einer Schwachstelle von diesem bekannten 4-Fragen-Modell. Frage 1 kann man nur mit dem Sanktionsrecht beantworten. Die gute Nachricht, ich habe bereits eine ganze Serie genau zu diesem Thema gemacht. Dort findet ihr Antworten, wen ihr, wie oft, gegen welche Listen prüfen solltet. Die Videoserie habe ich euch hier oben verlinkt. Für unser Beispiel sagen wir jetzt einfach mal, die Ski Unlimited Limited aus Nordkorea ist nicht auf der CFSP-Liste der EU oder der SDN-Liste der USA aufgeführt. Wir können hier einen Haken machen und gehen weiter zur zweiten Frage. Kurze Unterbrechung. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir doch ein Like da und schreibt mir unten einen netten Kommentar. Weiter mit der zweiten Frage. Welche Länder sind beteiligt? Ich muss prüfen, ist an meinem Exportvorgang ein Embargoland beteiligt. Ich schaue auf der Embargo-Übersicht des BAFAs, welche Länder Embargoländer sind. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Ist das Land dort aufgeführt, muss ich mir die Embargo-Verordnung gegen dieses Land genauer anschauen. Und tatsächlich, Nordkorea ist ein Embargoland. Jetzt muss ich mich mit den konkreten Vorschriften von Nordkorea beschäftigen. Und zwar mit der Frage, darf ich Skianzüge nach Nordkorea exportieren oder gibt es Verbote oder Genehmigungspflichten? Seitens der EU bestehen seit 2006 Sanktionen gegen Nordkorea. Die aktuell zu prüfende Verordnung ist die EU-Verordnung 2017/1509. Und darin entdecken wir tatsächlich einen Eintrag zu Skianzügen. Der zugehörige Artikel 10 liest sich: Es ist untersagt, die in Anhang 8 aufgeführten Luxusgüter unmittelbar oder mittelbar an Nordkorea zu verkaufen, zu liefern, weiterzugeben oder auszuführen. Also ein klares Verbot, und zwar bereits für den Verkauf an die Ski Unlimited Limited. Ich darf kein verbindliches Angebot abgeben und sage ab. Die weiteren Fragen der Exportkontrolle brauche ich gar nicht mehr zu behandeln. Doch dann, 5 Tage später erreicht mich eine neue E-Mail. Anfrage für 100 Premium Skianzüge, angefragt von der No Border Skiing in China. Eine neue Anfrage, juhu! Aber, Moment. Hallo? Das ist ja wie im Krimi. Die klingt doch wirklich sehr ähnlich wie die vorherige Anfrage. Gleiche Menge, gleiches Produkt. Und China ist doch direkt neben Nordkorea. Beabsichtigt die No Border Skiing etwa, die Skianzüge an die Ski Unlimited Limited
in Nordkorea weiterzugeben. Darf ich das jetzt machen? Die Embargo-Verordnungen sind immer sehr weit gefasst und anders als die Dual-Use-Verordnung erfassen sie nicht nur den Export, sondern auch den Verkauf und die Lieferung. Was bedeutet das? Die von mir produzierten Skianzüge dürfen auch nicht mittelbar, man könnte auch sagen über Umwege, in Nordkorea landen. Punkt. Wenn ich sie nach China exportiere, aber ein chinesisches Unternehmen sie, auch ohne mein Wissen, nach Nordkorea weiterleitet, dann ist es für mich eine Lieferung nach Nordkorea. Und damit verstoße ich gegen die Embargo-Verordnung. Und genau diesen Verdacht habe ich jetzt. Aber das eigene Risiko einer solchen Sanktionsumgehung kann man minimieren, indem man denkt wie ein Detektiv und sich abzusichern weiß. Wie man das tut, genau darum geht's im nächsten Video.